Warum ausgerechnet dieser Adrian Degenhardt? Wie kann so jemand überhaupt mein Vater sein? Mein ganzes Leben ist eine einzige Lüge. Das glaubst du denn nicht? Ich werde wieder Vater. Olivia erwartet ein Kind. Von mir. Andi, Was? nicht Ansgar ist der Vater. Der Vater bist du. Das ist ein Witz. Ich wünschte, es wäre ein Witz, Andi, aber ich bin wirklich schwanger. Von dir. Du verarschst mich. Nein, es ist die Wahrheit. Und warum bist du dann damit nicht früher rausgerückt? Weil du auf die Panamerikaner fahren wolltest. Und ich wollte nicht, dass du nur wegen dem Kind hier bleibst. Als du dann den Mutterpass gefunden hast, dann konnte ich auch nicht mehr lügen. Ich dachte immer, Lügen wäre eine deiner leichtesten Übungen. Außerdem, woher willst du wissen, dass das Kind von mir ist? Wir haben in letzter Zeit nur einmal miteinander geschlafen. Mit Ansgar hast du wochenlang rumgepoppt. Das Kind kann nicht von Ansgar sein. Das heißt, er hatte mehrere Möglichkeiten, dich zu schwängern als ich. Andi, warte, jetzt lauf doch nicht weg. Ich kann dir alles erklären. Netter Versuch, Baby, aber ich muss jetzt los. Du kannst mich doch nicht einfach hier stehen lassen. Sag es dem Vater, nicht mir. Ich bitte dich, natürlich habe ich Beweise. Ich habe Olivia sofort zur Frauenärztin geschickt und die hat bestätigt, dass sie schwanger ist. Von dir? Von wem denn sonst? Tja, ja, es gibt eben noch Frauen, die wissen, wie man einen Mann glücklich macht. Du hingegen hast mich nur enttäuscht. Du warst ja nicht in der Lage, mir ein Kind zu schenken und auf Hannes konntest du nicht mal aufpassen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dich endlich los zu sein. Natalie. Verdammt nochmal, lassen Sie endlich Natalie in Ruhe! Sie ihre dreckigen Finger weg. Eine Klage wegen Nötigung wäre doch ziemlich mies für Ihr Image als Anwalt, nicht wahr? Passen Sie Ihren Ton bitte Ihrem Adel und meinem Restaurant an, ja? Oh, an mir soll es nicht liegen. Ich bin bisher ohne Rausschmeißer ausgekommen und das soll auch so bleiben. Ich weiß, du hast es nicht immer leicht mit Vater gehabt. Aber wie konntest du ihm nur verschweigen, dass du schwanger von jemand anderem warst? Jahrelang hast du ihn belogen. Dabei bin ich mir ganz sicher, dass er dich geliebt hat. Eine der wenigen Gemeinsamkeiten, die ich mit Johannes habe. Was suchen Sie denn hier? Vielleicht dasselbe wie Sie. Zwiesprache halten mit dem Menschen, den ich geliebt habe. Ich weiß überhaupt nicht, was mich an ihm mehr ankotzt. Ihre Skrupellosigkeit oder wenn Sie probieren, Gefühle vorzuspielen. Warten Sie. Ich dachte, Sie wären an das Grab Ihrer Mutter gekommen, um Antworten zu suchen. Von Francesca werden Sie die nicht mehr bekommen. Sie wissen, ich bin der Einzige, der Ihre Fragen beantworten kann. Dachte ich's mir. Dann will ich nicht länger stören. Sagen Sie schon, was Sie zu sagen haben. Andi, warte. Es ist doch alles geklärt. Du kriegst ein Kind mit Ansgar und ich mach meine Panamerikaner. Das Kind ist nicht von Ansgar. Und das Haus hat er dir einfach so zum Abschied geschenkt? Ich meine, obwohl du angeblich schon lange nichts mehr mit ihm hast? Er denkt ja, das Kind ist von ihm. Wie bitte? Naja, ich wusste ja, dass du kein Kind willst. Nicht von mir. Und Ansgar ist total verrückt nach Kindern. Und dann habe ich ihm einfach gesagt, das Kind ist von ihm. Was ist denn das bitte für eine beknackte Geschichte? Ansgar weiß ja wohl, wann er mit dir geschlafen hat und wann nicht.
Und außerdem kann er rechnen. Ja, deswegen habe ich ihm ja auch gesagt, dass ich schon länger schwanger bin. Die Affäre mit Ansgar ist schon seit über einem Monat beendet. Das Kind, das kann gar nicht von ihm sein. Du hast Ansgar allen Ernstes mein Kind untergeschoben? Krass. Auch wenn es zu dir passen würde. Aber ich brauchte doch jemanden, der für das Kind und mich sorgt. Und Ansgar hat nun mal genug Kohle. Olivia, wenn du mich anlügst, nach der Geburt mache ich sowieso einen Vaterschaftstest. Kein Problem. Spätestens dann wirst du ja sehen, dass ich nicht lüge. Aber warum hast du die Sache nicht einfach durchgezogen und Ansgar abgezockt? Warum hast du mir die Wahrheit gesagt? Ehrlich? Wenn du dazu in der Lage bist? Weil ich dich liebe. Und an diesem Abend haben wir die ganze Zeit zusammen getanzt. Mein Gott. Jeder Mann in dem Laden schaute nur auf sie. Aber ich hielt sie in meinen Arm. Ich roch ihr Parfum. Danke, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Am Ende hat sich meine Mutter trotzdem für meinen Vater entschieden. Francescas Familie hat sich für Johannes entschieden. Sie hat sich nur gebeugt. Fragen Sie Ihre Tante, Carlotta. Das Gutshaus in Verona ist ihnen damals fast unter dem Hintern zusammengebrochen. Der Einzige, der die Sanierungskosten bezahlen konnte, das war Johannes. Nein. Mein Vater hätte sich niemals auf eine Heirat eingelassen, wenn Francesca ihn nur aus finanziellen Gründen genommen hätte. Johannes hat mich damals fast ruiniert, um mich aus dem Rennen zu werfen. Er hat auf einen Schlag das Geld zurückgefordert, was er mir zur Gründung meiner Existenz geliehen hatte. Obwohl er genau wusste, dass mir das Genick brechen würde. Ich habe mit meinem Vater gesprochen. Sie waren in schmutzige Geschäfte verwickelt. Das ist seine Lesart. Und ich glaube ihm. Sie wollten wissen, wie es zu ihrer Zeugung gekommen ist. Also, in jener Nacht hat Francesca mich mit auf ihr Hotelzimmer genommen. Auf einen letzten Abschiedsdrink. Und da ist es dann passiert. Ich bin sicher, dass Francesca damals nicht schwach werden wollte. Sie hat die ganze Zeit von Johannes und den Kindern geredet. Ansgar und Carla. Aber jedes Mal, wenn wir zusammen waren, war es wie Magie. Wir konnten einfach nichts dagegen unternehmen. Und am Ende wollten wir es auch nicht. Du wirst mir vielleicht nicht glauben, aber ich habe deine Mutter sehr geliebt. Sie haben ganz recht. Ich glaube Ihnen nicht ein Wort. Wenn Sie meine Mutter wirklich geliebt hätten, dann würden Sie diejenigen, die sie mal geliebt hat, nicht mit einem solchen Hass verfolgen. Christian, war Natalie hier? Nein, ihre Schlüssel hängen noch hinter der Theke. Wieso, was ist denn los? Sie ist Ansgar in die Arme gelaufen. Er hat ihr irgendwas gesagt, was sie ziemlich verletzt hat. Und jetzt ist sie verschwunden? Ja, wenn sie nicht hier ist, ich mache mir ernsthaft Sorgen um sie. Sie ist im Moment so labil. Sie könnte wieder zu trinken anfangen. Mein Gott, wir müssen sie suchen. Nicht, dass sie einen Rückfall bekommen hat. Okay, wir suchen die Kneipen ab und du gehst in den Park? Ich rufe Carla, Susanne und Charlie an. Je mehr wir sind, desto größer sind die Chancen, sie zu finden, ja? Hoffentlich ist es nicht zu spät. Haben Sie einen Jungen gesehen? Er saß in einem Kinderwagen. Natalie! Natalie! Du warst ja nicht in der Lage, mir ein Kind zu schenken und Hannes konntest du nicht mal aufpassen. Sie haben meinen Sohn auf dem Gewissen. Auf dem Gewissen. Auf dem Gewissen.
Sie mich in Ruhe! Lass mich alle in Ruhe! Na, Fritsche, ausgeschlafen? Mittagspause ist vorbei. Ich kombiniere nur die Mittags- und Kaffeepause. Das kannst du machen, wenn du im Urlaub bist. Also komm. Oder wenn ich gekündigt Oder wenn du gekündigt hast. Raus, zur habe. Arbeit. Das also auch schon geklärt. Verstehe ich das richtig? Du willst kündigen? Ja, ich will endlich raus aus Düsseldorf. Und zwar so schnell wie möglich. Ach, was gibt's denn so Dringendes? Ich will die Panamerikaner endlich fahren. Einmal von Alaska nach Feuerland. Nur auf meinem Bike. Sie wüssten, wie lange ich davon geträumt habe. Ich weiß, wie lange du davon geträumt hast. Deshalb verstehe ich auch nicht, weshalb du nicht 4 Wochen Kündigungsfrist einhalten kannst. Naja, weil... wer weiß, was in diesen Wochen alles passieren könnte. Ich könnte krank werden. Oh, du bist kerngesund, mein Junge. Also los. Oder ich könnte vom Gerüst fallen. Wenn du nicht die Sicherheitsvorschriften einhältst. Also los. Okay, ich weiß nicht, was ich alles könnte. Ich weiß nur, wenn ich das jetzt nicht mache, dann klappt es nie. Ich will nicht mit 80 mit meinem Rollator durchs Altersheim fahren und Born to be Wild singen. So. Bitte legen Sie mir keinen Stein in den Weg. Das sollte ich aber noch, diese Schmährede gegen das Alter. Herr Brandner, das ging doch nicht gegen Sie. Ich meinte nur, man sollte halt... Verstehe, was du meinst. Du willst deine Träume leben. Na, ich weiß, wovon du redest. Also, ich lass dich ziehen. Schweren Herzens, aber ich lass dich. Dankeschön. Ladek! Weiter rüber! Genau! Ich habe darüber nachgedacht, es auf den Speicher bringen zu lassen. Ich kann dich gut verstehen. Aber bitte lass es hängen. Ansgar und die anderen würden sonst wissen wollen, warum. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich war heute am Mutters Grab. Degenhardt war auch da. Was wollte er? Ach, er wollte sich nur wieder an mich ranschleimen. Hat mir von seiner Beziehung zu Francesca erzählt und wollte gegen dich schießen. Das Übliche eben. Wie gehst du damit um? Was denkst du denn? Leonhard, ich vertraue dir 100%, aber ich weiß, wir alle wissen, wozu dieser Mensch fähig ist. Adrian Degenhardt wird sich an mir die Zähne ausbeißen, das verspreche ich dir. Und? Wir haben die ganze Altstadt abgesucht. Wir... Mann, ich gehe shoppen und Nathalie geht so schlecht. Verdammt! Ich hätte ihr gleich hinterherlaufen sollen, anstatt meine Wut an Ansgar abzulassen. Bringt doch jetzt nichts. Pass auf, ich schlage vor, wir suchen in der Innenstadt weiter, okay? Okay, was dann? Ich gehe noch mal zum Rhein. Vielleicht dahin, an die Stelle, wo Hannes damals verschwunden ist. Ja, tu das. Ich suche noch mal die Viel Parks Glück. ab, ja? Hey. Carla konnte nicht kommen, die Kleine ist noch nicht ganz fit. Schön, dass du da bist. Ja, ist doch selbstverständlich. Aber warum sucht ihr Nathalie? Hat sie wieder getrunken? Oh, ich hoffe nicht. Nathalie ist im Moment völlig am Boden und keiner weiß, wo sie ist. Das ist doch nicht alles. Als ich sie vor ein paar Tagen gesucht habe und du mir gesagt hast, wo ich sie vielleicht finden könnte, ich konnte sie gerade noch davon abhalten, von der Brücke zu springen. Was? Susanne, ich habe eine verdammte Angst, dass sie das nochmal versucht. Ja, Ansgar, ich halte mich genau an den Ernährungsplan. Vitamine ohne Ende. Du lässt auch schön die Finger von alkoholischen Getränken. Ich schwöre. Gehst du denn noch zu allen Kontrolluntersuchungen? Mit dem Kind ist alles in Ordnung. Mach dir keine Sorgen, ich habe alles im Griff. Wie komme ich denn aus der Nummer jetzt wieder raus? Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Hast du gelauscht? Ging nicht anders. Das Fenster stand offen und du warst nicht gerade leise. Was hast du gehört? Genug. Du bist echt schwanger von Ansgar? Naja, zumindest glaubt er das. Wie? Ich habe Ansgar erzählt, dass ich von ihm schwanger bin, aber eigentlich ist das Kind von Andi. Von Andi? Krass.
Weiß er von seinem Glück? Ja, aber ich hätte es ihm wohl lieber nicht erzählt. Jetzt verstehe ich auch, warum du unbedingt verhindern wolltest, dass er die Panamerikaner runterdüst. Ich wollte, dass er nicht fährt, weil ich ihn liebe. Aber jetzt kann ich das total vergessen. Hey, wenn du das Kind behalten willst, dann war es genau richtig, dass du ehrlich zu Andi warst. Jetzt liegt es an ihm, ob er dafür die Verantwortung trägt. Wie, und du willst trotzdem nach Amerika abhauen? Ja. Das mit Olivia und mir, das würde sowieso nicht gut gehen. Wahrscheinlich würden wir uns noch vor der Geburt total verkrachen. Ja, das war mir schon vorher klar, Andi, aber hast du vielleicht mal an dein Kind gedacht? Dem wird schon nichts fehlen. Schließlich kann Olivia auch Ansgar ausnehmen. Der hat Kohle ohne Ende. Andi, Geld ist doch nicht alles. Ich habe so lange damit gewartet, meinen Traum zu verwirklichen. Und jetzt soll ich ihn begraben? Ausgerechnet für Olivia? Never ever. Andi! Ja, Chef. Ach, Tag, Herr Brandner. Tag. Noch ist das hier nicht eine Panamerikaner, sondern meine Baustelle. Der Bauwagen war wieder nicht abgeschlossen. Oh, Mist, das wollte ich ja noch machen. Na, wann wirst du endlich lernen, Verantwortung zu tragen? Wahrscheinlich nie, Herr Brandner. Das ist einfach nicht mein Ding. Allmählich glaube ich das auch. Siehst du? Der Chef hat's gesagt und der muss es wissen. Ich bin einfach nicht in der Lage, Verantwortung zu übernehmen. Erst recht nicht für eine ganze Familie. Olivia und das Kind sind einfach besser ohne mich aufgehoben. Haben Sie vielleicht die junge Dame gesehen? Ungefähr 1,70 groß? Und? Wieder nichts. Verdammt, wo sollen wir denn noch suchen? Keine Ahnung. Ist sie das nicht? Ja, das ist sie. Natalie! Es wäre so einfach. Ich könnte mich volllaufen lassen. Alles vergessen. Die Welt um mich herum ausschalten. Nein, das darfst du noch nicht mal denken. Ich konnte es auch nicht. Ich konnte mein Leben nicht einfach so wegwerfen. Lars, ich will leben und ich will mein Leben wieder in den Griff bekommen. Ja, und das wirst du auch hinkriegen. Aber nicht ohne Hilfe. Natalie, ich bin immer für dich da. Und nicht nur ich, auch deine Freunde. Die wollen dir helfen. Ich weiß. Aber ihr könnt mich nicht jedes Mal retten. Es gibt Probleme, mit denen muss ich auf andere Weise klarkommen. Ich mache eine Therapie. Leonard, ich finde es sehr verständlich, dass du deine Herkunft begreifen willst. Nur bin ich der Falsche, um deine Fragen zu beantworten. Diese ganzen Fragen sind doch ohnehin überflüssig. Nein, das sind sie leider nicht. Geh ihnen nach. Und wenn es sein muss, auch bei Degenhardt. Ich weiß, du wirst dich von ihm nicht einwickeln lassen. Warum bist du denn nicht zu uns gekommen? Wir haben dir doch versprochen, wenn es dir schlecht geht, sind wir immer für dich da. Ja, ich weiß, aber es war wie ein Reflex. So wie ich es schon viel zu lange gemacht habe, bin ich einfach vor meinen Problemen weggelaufen. Wenigstens hast du nichts mehr getrunken. Und eingesehen, dass es keine Lösung ist. Dieses Mal bin ich nicht rückfällig geworden, aber selbst in der Therapie wird es solche Momente geben. Und ich weiß nicht, ob ich dann stark genug bin. Hey, dann rufst du uns an. Und vergiss nie, dass da Menschen sind, die dich lieben. Die kannst du immer um Hilfe bitten. Es wird mir in der Therapie Kraft geben, zu wissen, dass ich nicht allein bin. Ich habe gerade mit der Weidenklinik telefoniert. Die könnten dich sofort aufnehmen. Wenn du willst, fahren wir gleich los. Ja, bevor mich doch wieder der Mut verlässt. Gregor und ich begleiten dich. Vielleicht hilft dir das ja. Ihr seid alle so lieb. Wozu hast du Freunde? Charlie, dass Sie mir das verzeihen können, das
Das werde ich Ihnen nie vergessen. Ja, Sie haben sich jetzt oft genug entschuldigt, Nathalie. Und ich weiß es von mir selber, wenn das Leben in Schieflage geraten ist, dann muss man einfach nur zusehen, dass man wieder auf die richtige Bahn kommt. Deshalb freue ich mich sehr, dass Sie den Mut haben, in die Suchtklinik zu gehen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Trotzdem finde ich es Ansgar gegenüber unfair. Schließlich hat er gerade erst ein Kind verloren. Ja, ich weiß. Es war auch eher so eine Kurzschlussreaktion. Ich hatte einfach Angst, dass ich plötzlich mit dem Kind ganz alleine da stehe, ohne jede Sicherheit. Hey Mädels. Olivia, kann ich mal ganz kurz alleine mit dir reden? Ja, klar. Lasst euch Zeit. Christian und ich wollten sowieso ins Kino. Ich habe nochmal über alles nachgedacht. Über uns? Ja, auch. Aber vor allem über mich. Weißt du, ich hab's einfach nicht so mit Verantwortung. Und ein Kind ist nun mal ein ganzer Haufen davon. Für den Rest des ganzen Lebens. Das muss man einfach planen, dass man das alles hinkriegt. Andi, man muss nicht immer alles planen. Man kann auch improvisieren. Jetzt lass mich das noch mal eben zu Ende erzählen. Also, das mit uns beiden hat ja ziemlich schlecht begonnen. Wenn ich nur daran denke, wie du Lisa und mich auseinandergebracht hast, und dann meine Racheaktion darauf, dieser ganze Zoff zwischen uns. Ich hab schon verstanden. Ich meine, es hat ja schon mal ziemlich schlecht begonnen, aber ich bleibe hier. Ich will dazu stehen, was ich tue. Ich stehe zu dir. Ich bleib hier bei dir und unserem Kind. Danke. Was verschafft mir die Ehre? Ich bin immer noch auf der Suche nach ein paar Antworten. Dann schießen Sie los. Was haben Sie auf dem Herzen? Ich will die Antworten nicht von Ihnen. Ich will sie von meiner Mutter. Ich verstehe nicht ganz. Francescas Brief, den Sie am Tag meiner Hochzeit meinem Vater gezeigt haben. Ich will ihn lesen. Besonders höflich sind Sie nicht dafür, dass Sie was von mir wollen. Bitte geben Sie mir einfach den Brief, okay? Hier. Lassen Sie diese Spielchen. Ich wollte Ihnen nur die Chance geben, nochmal drüber nachzudenken, ob Sie das wirklich lesen wollen. Das könnte Ihr wohlgepflegtes Bild vom bösen, herzlosen Adrian Degenhardt gehörig erschüttern. Was machen Sie denn, wenn Sie nach der Lektüre plötzlich anfangen, mich zu mögen? Oh, keine Sorge, das wird nicht passieren. Ihre Mutter hat das anders gesehen. Wenn Sie wirklich wissen wollen, wie sehr mich Francesca geliebt hat, dann lesen Sie.